Hi, good morning, dear friends. Hallo, hallo, guten Morgen, liebe Freunde. Now, do you like where you stopped yesterday? Gefiel dir, wo wir gestern aufgehört haben? That making ourselves vulnerable. Sich selbst verletzbar zu machen. Do you know, I really do believe that the truth is we feel free when we make ourselves vulnerable. Ich glaube, in Wahrheit fühlen wir uns frei, wenn wir uns selbst verletzlich machen. But it's so sad because we've been hurt when we made ourselves vulnerable too. Traurig ist aber, dass wir auch verletzt wurden, als wir das taten. But in reality, the church is supposed to be a body of believers that are vulnerable. In Wirklichkeit sollte die Gemeinde Jesu jedoch ein Leib von Gläubigen sein, die verletzbar sind. Where we walk in the light without being afraid of being judged and criticized by others. Wo wir im Licht leben, ohne Angst zu haben, von anderen verurteilt oder kritisiert zu werden. And Jesus did not have to hold up a certain position or a certain appearance. Jesus musste auch keine besondere Position oder ein bestimmtes Erscheinungsbild aufrechterhalten. He was just willing to be who he was. Er war einfach bereit, authentisch zu sein. Look, and then it says choosing to be revealed as a man and was obedient. Dann heißt es, indem er sich entschied, als Mensch offenbart zu werden und gehorsam zu sein. You know, the Bible is so clear that Jesus walked in obedience to his Father. Die Bibel macht sehr deutlich, dass Jesus im Gehorsam seinem Vater gegenüber lebte. There's one verse that forever is kind of puzzling me. Es gibt einen Vers, der mir wahrscheinlich immer Rätsel aufgeben wird. And I've tried for decades to really understand it, and I don't. Und ich habe jahrzehntelang versucht, ihn zu verstehen, ohne Erfolg. I mean, I understand it kind of, but not, I somehow feel there's a deeper depth in it that I haven't yet discovered. Ich verstehe ihn schon irgendwie, habe das Gefühl, dass darin eine Tiefe liegt, die ich noch nicht entdeckt habe. And it's Hebrews chapter 5, verse 8. Es ist Hebräer 5, Vers 8. That Jesus, even though he was son, Und obwohl er, Jesus, Sohn war, he had to learn obedience through the things he suffered. hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. So Jesus learned obedience. Jesus lernte also Gehorsam. And yet the Bible says he was obedient. Und die Bibel sagt uns in Philipper, dass er gehorsam war. So while Jesus was obedient, obviously his whole life he learned to be in living obedience to the Father. Obwohl Jesus gehorsam war, lernte er offensichtlich sein Leben lang, im Gehorsam seinem Vater gegenüber zu leben. You know, and I think this is the exact same thing with us. Ich glaube, mit uns ist es genauso. That to live a life of obedience is a choice that we make, Im Gehorsam zu leben ist eine Entscheidung, die wir treffen, but it's a lifelong process that we have to continue to learn. aber auch ein lebenslanger Prozess, etwas, was wir ständig lernen müssen. And in this, Jesus is our perfect model. Und Jesus ist darin unser perfektes Vorbild. You know, I've realized that abiding in Jesus involves three things: Ich habe gemerkt, dass in Jesus zu bleiben 3 Dinge bedarf. trust, surrender, and obedience. Vertrauen, Hingabe und Gehorsam. So our example has to be Jesus in the way we live obediently to the Father. Unser Vorbild für ein Leben im Gehorsam dem Vater gegenüber muss also Jesus sein. Think about this. Überleg mal, Are you willing to constantly learn to live a life of obedience? bist du bereit, beständig ein Leben im Gehorsam zu führen? And I believe it's a constant choice that we have to make. Ich glaube, diese Entscheidung müssen wir ständig treffen. Just think about this thought. Denk mal nach. How many of us, God told us something and we want one or two other signs before we obey? Zu wie vielen von uns Gott etwas sagte, aber wir wollen noch 1, 2 weitere Zeichen, bevor wir gehorchen. Have you thought about this? Hast du je darüber nachgedacht? You know, when God says jump, you don't discuss it with him. You simply ask the question, how high? Wenn Gott sagt, spring, dann diskutiert man nicht mit ihm darüber, sondern fragt einfach, wie hoch. So once this becomes a heart attitude that nothing in the Bible is for discussion, everything is for obedience, Sobald es zu unserer Herzenshaltung wird, dass nichts in der Bibel diskutierbar ist, sondern Gehorsam erfordert, I believe we are good followers of Jesus Christ. sind wir, glaube ich, gute Nachfolger Jesu. So I've said to the Lord, Lord, if I'm disobedient in any area, please will you show me quickly? Ich sagte also, Herr, wenn ich dir in irgendeinem Bereich ungehorsam bin, dann zeig es mir bitte schnell. Why do we want to obey? Warum wollen wir gehorchen? There's great rewards in living obedient. Weil im Gehorsam zu leben einen großen Lohn bringt.
But I think rather than trying to get a reward for being obedient, Aber ich denke, anstatt zu versuchen, für Gehorsam belohnt zu werden, we need to decide to be obedient because Jesus modeled it to us. sollten wir das Verlangen haben, gehorsam zu sein, weil Jesus uns das vorgelebt hat. True disciples of Jesus take him as a model for life. Wahre Jünger Jesu nehmen ihn zum Vorbild für ihr Leben. So ask yourself this question. Stell dir also die Frage, Has Jesus become your model in the area of disobedience? ist Jesus dein Vorbild für Gehorsam geworden? You know, this is something that I've said to the Lord many times regarding the prophetic ministry. Das ist etwas, was ich oft zum Herrn bezüglich des prophetischen Dienstes gesagt habe. I did come to peace in my heart to it, but in the beginning I did not have peace about it. Mittlerweile habe ich darüber Frieden im Herzen, aber am Anfang war dem nicht so. In fact, I wanted to quit the prophetic ministry because of that. Deshalb wollte ich sogar den prophetischen Dienst aufhören. Because people want one more word from God to change their lives, but they have not been obedient to the one they got last week. Denn die Leute wollen noch ein prophetisches Wort, aber sind nicht gehorsam dem von letzter Woche gegenüber. You know, and then one day God said to me, Reinhard, whether people are obedient to me or not, that's nothing to do with you. You be my mouth. Eines Tages sagte Gott mir dann, Reinhard, ob die Leute mir gehorsam sind oder nicht, hat nichts mit dir zu tun. Sei du mein Mund. And then I realized that God is much more kind and loving and patient than I am. Und dann stellte ich fest, dass Gott viel liebevoller, geduldiger und gütiger ist als ich. Because if I have given you 3 prophetic words and you haven't obeyed single one of them, I'm not going to give you another one. Denn wenn ich dir 3 prophetische Worte gegeben habe und du keins davon befolgst, werde ich dir keins mehr geben. But God is loving and kind and caring. He will continue to speak. Aber Gott ist liebevoll, gütig und fürsorglich und er wird weiterhin sprechen. But it doesn't exempt us from learning to live a life of total obedience to the Lord. Doch das befreit uns nicht davon, ein Leben im Gehorsam Gott gegenüber zu führen. You know, once we learn to live a life of obedience, we will open a world of the supernatural to us. Sobald wir lernen, im Gehorsam zu leben, wird sich uns eine Welt des Übernatürlichen öffnen. I used to do some teaching that says obedience releases the miracle. Ich hielt mal ein paar Lehren mit dem Titel Gehorsam setzt das Wunder frei. So I want to leave you with this challenge. Ich möchte dich also herausfordern. And I want you to look back a little bit in your life. Schau ein wenig auf dein Leben zurück. Are there things that you knew God wanted you to do, but you have not obeyed? Gibt es da Dinge, von denen du weißt, dass Gott sie dir aufgetragen hat und hast nicht gehorcht? Can you look back in your life and you say, He told me this at that time and I've been pushing it out, procrastinating. Kannst du auf dein Leben schauen und sagen, er hat mir das damals gesagt, aber ich habe es hinausgezögert und aufgeschoben? If you have to say, yes, Wenn du das bejahen kannst, then please do me the favor and today make a decision dann bitte, tu mir den Gefallen und triff heute die Entscheidung and say, Jesus, I'm really sorry. und sage, Jesus, das tut mir wirklich leid. You are my model and I will obey just like you. Du bist mein Vorbild und ich werde gehorsam sein, genau wie du. Let's become obedient children. Lass uns gehorsame Kinder werden. See you tomorrow. Bis morgen.